Lektion 1: Literatur und Wissenschaft. Es ist interessant, wie sehr wenige Schriftsteller oder Intellektuelle scheinbar viel über Wissenschaft wissen oder sich für sie interessieren. Das ist mir auch aufgefallen. Es ist, als gäbe es eine Kluft zwischen den beiden Bereichen. Ich denke, dass Literatur und Wissenschaft einander so viel zu bieten haben. Absolut. Wissenschaft kann Geschichten inspirieren und Literatur kann Wissenschaft verständlicher machen. Es ist eine Schande, dass nicht mehr Menschen die Zusammenhänge zwischen ihnen erforschen. Wahr. Stellen Sie sich die Kreativität vor, die aus der Kombination beider entstehen könnte. Vielleicht brauchen wir mehr Schriftsteller, die sich für die Wissenschaft begeistern und umgekehrt. Das wäre erstaunlich. Es könnte zu einigen bahnbrechenden Ideen führen. Hoffen wir, dass die Zukunft mehr Zusammenarbeit zwischen diesen Welten bringt. Lektion 2: Tugenden und Laster. Glauben Sie, dass wir gleich geboren sind, oder beeinflussen unsere Entscheidungen, wer wir werden? Ich glaube, dass wir gleich geboren werden, aber danach wird unser Leben von unseren Tugenden oder Lastern gewogen. Das ist eine interessante Perspektive. Es ist, als würden unsere Handlungen unseren Weg definieren. Genau. Jede Entscheidung, die wir treffen, trägt zum Gleichgewicht dessen bei, wer wir sind. Es ist eine Erinnerung daran, bei allem, was wir tun, nach Freundlichkeit und Integrität zu streben. Absolut. Kleine gute Taten können im Laufe der Zeit große Auswirkungen haben. Ich denke, es geht auch darum, aus unseren Fehlern zu lernen und zu wachsen. Wahr. Niemand ist perfekt, aber wir können immer danach streben, besser zu werden. Bemühen wir uns bewusst, den Ausschlag in Richtung Tugend zu geben. Lektion 3: Malempfehlungen. Das hört sich großartig an. Gibt es bestimmte Geschäfte im Einkaufszentrum, die Sie empfehlen? Definitiv. Wenn Sie auf der Suche nach trendiger Kleidung sind, gibt es im 2. Stock ein Geschäft mit tollen Optionen. Ich werde es mir ansehen. Was ist mit Schuhen? Ich brauche etwas Bequemes, aber Stilvolles. In der Nähe des Food Courts gibt es einen Schuhladen mit einer großen Auswahl. Perfekt. Ich fange dort an. Wissen Sie, ob dort Ausverkäufe stattfinden? Ich glaube, diese Woche gibt es eine Aktion. Kaufe 1, erhalte die Hälfte Rabatt. Das ist ein tolles Angebot. Danke für den Hinweis. Kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe bei der Navigation durch das Einkaufszentrum benötigen. Wird tun. Ich freue mich darauf, neue Stücke für meine Garderobe zu finden. Lektion 4: Einstellungen ändern. Mir ist aufgefallen, dass sich viele Menschen bei der Vorstellung uneingeschränkten Sexualverhaltens unwohl fühlen. Ja, infolgedessen sind die sexuellen Einstellungen in manchen Gemeinschaften konservativer geworden. Es ist interessant, wie sich gesellschaftliche Normen im Laufe der Zeit aufgrund kultureller und moralischer Werte verändern können. Absolut. Was einst als akzeptabel galt, kann sich durch neue Perspektiven ändern. Ich denke, dass es wichtig ist, offene Gespräche über diese Themen zu führen, um das Verständnis zu fördern. Vereinbart. Der Dialog hilft, Lücken zu schließen und Urteilsvermögen oder Stigmatisierung zu reduzieren. Es geht auch darum, individuelle Entscheidungen zu respektieren und gleichzeitig ein Verantwortungsbewusstsein zu bewahren. Wahr. Bei der Bewältigung solch komplexer und persönlicher Probleme ist Ausgewogenheit der Schlüssel. Hoffen wir, dass sich die Gesellschaft weiterhin auf eine Weise weiterentwickelt, die sowohl Freiheit als auch Respekt fördert. Lektion 5: Schreibwaren kaufen. Hey, hast du in letzter Zeit Schreibwaren eingekauft?
Ja, ich habe nach süßen und funktionalen Notizbüchern und Stiften gesucht. Das klingt lustig. Haben Sie etwas gefunden, das Ihnen wirklich gefallen hat? Ich habe ein Set pastellfarbener Notizbücher und Geldstifte gefunden, die sich perfekt zum Tagebuchschreiben eignen. Die klingen großartig. Ich wollte schon immer wieder mit dem Schreiben von Hand beginnen. Du solltest. Es ist etwas Besonderes, Stift auf Papier zu bringen. Haben Sie Empfehlungen für Geschäfte mit einzigartiger Papeterie? In der Innenstadt gibt es einen kleinen Laden, der handgefertigte Notizbücher und ausgefallene Stifte verkauft. Ich werde es mir ansehen. Danke für den Tipp. Lektion 6: Reisepräferenzen. Reisen Sie lieber mit dem Flugzeug oder mit der Bahn? Normalerweise fahre ich lieber mit dem Zug, weil es entspannender und landschaftlich schöner ist. Das stimmt. Züge bieten Ihnen die Möglichkeit, die Reise und nicht nur das Ziel zu genießen. Genau. Außerdem gibt es mehr Beinfreiheit und Sie können sich frei bewegen. Allerdings fliege ich gerne lange Strecken. Es ist schneller und bequemer. Das ist ein guter Punkt. Es hängt wirklich von der Reise ab und davon, wie viel Zeit Sie haben. Haben Sie schon einmal einen Nachtzug genommen? Ich habe gehört, dass es ein einzigartiges Erlebnis ist. Das habe ich nicht, aber es steht auf meiner Wunschliste. Es klingt nach einem lustigen Abenteuer. Vielleicht können wir gemeinsam eine Reise planen und es einmal ausprobieren. Lektion 7: Empfehlungen finden. Genau das suche ich. Haben Sie Empfehlungen? Natürlich gibt es in der Innenstadt ein tolles kleines Café, das das beste Gebäck serviert. Das klingt perfekt. Ich habe in letzter Zeit Lust auf etwas Süßes. Sie sollten Ihre Croissants probieren, sie sind flockig und lecker. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren. Wie wäre es mit einem guten Ort zum Abendessen? In der Nähe gibt es ein gemütliches italienisches Restaurant mit tollen Pastagerichten. Das klingt ideal. Ich hatte Lust auf italienisches Essen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Ihr Tiramisu ist ebenfalls ein Muss. Danke für die Vorschläge. Ich freue mich darauf, diese Orte auszuprobieren. Lektion 8: Veränderungen annehmen. Ich versuche, Veränderungen als Chance zu sehen und nicht als etwas, vor dem man Angst haben muss. Das ist der Geist. Eine positive Einstellung kann den Unterschied machen. Es ist nicht immer einfach, aber ich bin für Sie da und bereit, mich den Herausforderungen direkt zu stellen. Das ist das Wichtigste. Veränderungen können beängstigend sein, führen aber oft zu Wachstum. Mir ist klar geworden, dass Stillstand unangenehmer ist, als Risiken einzugehen. Genau. Das Verlassen der eigenen Komfortzone eröffnet neue Möglichkeiten. Ich bin fest entschlossen, das Beste aus jeder Gelegenheit zu machen, die sich mir bietet. Du hast die richtige Einstellung. Ich bin hier, um Sie bei jedem Schritt zu unterstützen. Danke für die Ermutigung. Es bedeutet mir sehr viel, jemanden an meiner Seite zu haben. Lektion 9: Leben in Japan. Er lebte sein ganzes Leben in Kanada, zog dann aber nach Japan. Das Leben dort war für ihn ganz anders. Ich kann es mir vorstellen. Die Kultur, Sprache und Traditionen müssen eine große Anpassung gewesen sein.
Ja, er musste schnell viel lernen, aber er empfand die Erfahrung als unglaublich bereichernd. Das ist erstaunlich. Japan hat eine so reiche Geschichte und eine einzigartige Lebensart. Er liebte das Essen, die Feste und das Gemeinschaftsgefühl dort. Es klingt nach einem Ort voller Schönheit und Tradition. Hatte er jemals Heimweh? Zuerst ja, aber er hat Freunde gefunden und die Kultur angenommen, was ihm geholfen hat, sich anzupassen. Das ist inspirierend. Es erfordert Mut, in einer völlig neuen Umgebung neu anzufangen. Er sagt, es sei die beste Entscheidung gewesen, die er je getroffen habe. Es veränderte seine Sicht auf das Leben. Lektion 10: Eine Routine finden. Ich habe versucht, eine gute Routine zu finden, die für mich funktioniert. Und du? Mir geht es genauso. Es ist schwierig, alles auszubalancieren und konstant zu bleiben. Genau. Ich möchte Bewegung, Arbeit und Entspannung einbeziehen, aber das ist eine Herausforderung. Fangen Sie vielleicht klein an und bauen Sie von dort aus auf. Das Setzen realistischer Ziele kann hilfreich sein. Das ist eine gute Idee. Ich werde versuchen, mich jeweils auf eine Gewohnheit zu konzentrieren. Konsistenz ist der Schlüssel. Selbst kleine Schritte summieren sich mit der Zeit. Ich habe auch gehört, dass die Verfolgung des Fortschritts Sie motivieren kann. Definitiv. Zu sehen, wie weit man gekommen ist, kann wirklich ermutigend sein. Danke für den Rat. Ich bin entschlossen, eine Routine zu schaffen, die funktioniert. Lektion 11: Natur beobachten. Sie schauten uns genauso an wie wir sie. Es war faszinierend. Wie meinst du das? Haben Sie Tiere oder etwas anderes beobachtet? Ja, wir haben Affen im Wald beobachtet. Sie schwangen sich an Ästen und schienen neugierig auf uns zu sein. Das klingt unglaublich. Die Natur erinnert uns daran, wie verbunden wir alle sind. Es war erstaunlich, sie aus der Nähe zu sehen und ihr Verhalten zu beobachten. Wirkten sie freundlich oder waren sie im Umgang mit Menschen vorsichtig? Ein bisschen von beidem. Sie hielten Abstand, schienen aber von unserer Anwesenheit fasziniert zu sein. Es sind Momente wie diese, in denen Sie die Schönheit der Tierwelt schätzen lernen. Absolut. Es war eine demütigende und unvergessliche Erfahrung. Lektion 12: Weihnachtsdekorationen. Meine Familie hat einen hölzernen Weihnachtsmann und ein Rennterset, die mein Vater jedes Jahr auf dem Dach aufstellt. Das klingt so festlich. Haben Sie weitere Dekorationen im Haus? Ja, wir haben einen Weihnachtsbaum mit Schmuck und Lichtern aufgestellt. Es ist mein Lieblingsteil. Ich liebe es auch, den Baum zu schmücken. Es ist so eine gemütliche und fröhliche Tradition. Außerdem hängen wir Strümpfe am Kamin auf und stellen eine Krippe auf. Das ist schön. Es hört sich so an, als ob Ihr Zuhause voller Urlaubsstimmung ist. Es ist eine Menge Arbeit, aber es lohnt sich zu sehen, wie alles zusammenpasst. Der Aufwand zahlt sich immer dann aus, wenn sich das Haus warm und magisch anfühlt. Haben Sie besondere Dekorationen oder Traditionen in Ihrem Zuhause? Lektion 13: Die Bank finden. Entschuldigung, können Sie mir helfen, die Bank zu finden? Klar, die Bank ist gleich die Straße runter. Von hier aus sind es etwa 5 Minuten zu Fuß.
Vielen Dank. Ich habe überall danach gesucht. Kein Problem. Es ist leicht zu übersehen, da es zwischen zwei größeren Gebäuden liegt. Das erklärt, warum ich es nicht erkennen konnte. Wissen Sie, ob es am Wochenende geöffnet ist? Ja, es ist samstags bis Mittag geöffnet, sonntags ist es jedoch geschlossen. Das ist gut zu wissen. Ich werde dafür sorgen, dass ich dort bin, bevor es schließt. Wenn Sie einen Geldautomaten benötigen, gibt es einen im Haus und einen weiteren um die Ecke. Danke für die Information. Du warst eine große Hilfe. Lektion 14. Berichte verbessern. Das ist ein berechtigter Punkt. Ich sollte relevante Diagramme und Grafiken einbinden, um meine Berichte zu verbessern. Absolut. Visuelle Hilfsmittel können das Verständnis komplexer Daten erheblich erleichtern. Mir ist aufgefallen, dass sich die Leute eher mit Präsentationen beschäftigen, die visuelle Elemente enthalten. Es ist wahr. Diagramme und Grafiken können wichtige Punkte hervorheben und ihre Argumente untermauern. Haben Sie Tipps zur Auswahl des richtigen Diagrammtyps für verschiedene Daten? Balkendiagramme eignen sich hervorragend für Vergleiche, während sich Liniendiagramme gut für Trends im Zeitverlauf eignen. Das ist hilfreich. Das werde ich bei der Vorbereitung meines nächsten Berichts berücksichtigen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre Bilder klar und nicht mit Informationen überladen sind. Guter Rat. Ich möchte, dass meine Berichte sowohl informativ als auch optisch ansprechend sind. Lektion 15. Auswärts essen. Ein Restaurantbesuch macht auch deshalb Spaß, weil er eine Abwechslung zum gewohnten Essensalltag zu Hause bietet. Ich stimme zu. Es ist schön, neue Gerichte auszuprobieren und eine andere Atmosphäre zu genießen. Außerdem müssen Sie sich danach keine Gedanken mehr über das Kochen oder Aufräumen machen. Das ist das Beste daran. Es fühlt sich wie ein Vergnügen an, wenn jemand anderes die Arbeit erledigt. Haben Sie eine Lieblingsküche, die Sie essen, wenn Sie ausgehen? Ich liebe italienisches Essen, bin aber immer offen dafür, etwas Neues auszuprobieren. Ebenfalls. Die Erkundung verschiedener Küchen gehört zu den Freuden des Essens. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Absolut. Das gemeinsame Essen schafft bleibende Erinnerungen. Lektion 16. Kanadische Sommer. Vor allem in Kanada sind die Sommer kurz, daher versuchen die Menschen, das Beste daraus zu machen. Das stimmt. Alle scheinen draußen zu sein und das warme Wetter zu genießen, solange es anhält. In den Sommermonaten gibt es so viele Festivals, Open-Air-Konzerte und Grillabende. Es ist auch eine tolle Zeit, die Natur zu erkunden, zum Beispiel beim Wandern oder um die Seen zu besuchen. Ich liebe es, wie die Städte durch Terrassen und Straßenmärkte zum Leben erwachen. Es ist, als würden alle die langen, kalten Winter nachholen. Gibt es irgendwelche Sommertraditionen oder Aktivitäten, auf die Sie sich freuen? Ich versuche immer, mindestens einmal campen zu gehen. Es ist die perfekte Möglichkeit, abzuschalten und neue Energie zu tanken. Das klingt erstaunlich. Irgendwann muss ich mich dir anschließen. Lektion 17. Berichte verbessern. Ich werde das auf jeden Fall in meine zukünftigen Berichte einbauen. Was ist Ihnen sonst noch aufgefallen? Zweitens sind mir ein paar Grammatikfehler aufgefallen, die leicht behoben werden konnten. Danke für den Hinweis. Beim nächsten Mal werde ich das Korrekturlesen sorgfältiger durchführen.
Es ist immer eine gute Idee, Ihre Arbeit auch von jemand anderem bewerten zu lassen. Das ist ein toller Vorschlag. Ein frisches Augenpaar kann Dinge erkennen, die ich möglicherweise übersehe. Versuchen Sie außerdem, Ihren Satzbau zu variieren, um den Text ansprechender zu gestalten. Das werde ich mir merken. Ich möchte, dass meine Berichte klar und interessant zu lesen sind. Du machst einen tollen Job. Ein paar kleine Änderungen hier und da werden einen großen Unterschied machen. Danke für das Feedback. Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, mich zu verbessern. Lektion 18: Begegnungen mit Bären. Die Eisbären hatten strahlend weißes Fell und schienen mühelos durch das Wasser zu gleiten. Das ist unglaublich. Haben Sie während Ihrer Reise Grizzlybären gesehen? Ja, die Grizzlybären hatten braunes Fell und waren viel größer als ich erwartet hatte. Sie sind so mächtige Tiere. Wirkten sie aggressiv oder ruhig? Sie waren überraschend ruhig und konzentrierten sich nur auf die Nahrungssuche. Es muss erstaunlich gewesen sein, sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen. Es war. Eine solche Tierbeobachtung erinnert einen an die Schönheit der Natur. Haben Sie Fotos oder Videos gemacht, um sich an das Erlebnis zu erinnern? Das habe ich getan, aber es gibt nichts Besseres, als sie persönlich zu sehen. Lektion 19: Briefpapiervielfalt. Genau. Sie haben eine große Auswahl an Stiften, Notizbüchern und Ordnern zur Auswahl. Ich liebe es, wie organisiert und farbenfroh alles ist. So macht Einkaufen so viel Spaß. Ich auch. Am Ende kaufe ich immer mehr, als ich brauche, weil alles so gut aussieht. Haben Sie einen Lieblingsstift oder ein Lieblingsnotizbuch? Ich bin ein Fan von Geldstiften und gepunkteten Notizbüchern zum Tagebuchschreiben. Das sind großartige Entscheidungen. Zum Schreiben bevorzuge ich Füllfederhalter und linierte Notizbücher. Es ist interessant, dass jeder seine eigenen Vorlieben hat, wenn es um Schreibwaren geht. Absolut. Es ist eine persönliche Sache, die Ihren Stil und Ihre Gewohnheiten widerspiegelt. Lass uns irgendwann zusammen einkaufen gehen. Es wird Spaß machen, unsere Auswahl zu vergleichen. Lektion 20: Zimmerpflanzen. Definitiv. Zimmerpflanzen absorbieren Giftstoffe und geben Sauerstoff ab, wodurch die Luft gereinigt wird. Das ist einer der Gründe, warum ich es liebe, Pflanzen zu Hause zu haben. Sie sind sowohl schön als auch funktional. Haben Sie Lieblingspflanzen, die leicht zu pflegen sind? Schlangenpflanzen und Pothos eignen sich hervorragend für Anfänger. Sie brauchen nicht viel Aufmerksamkeit. Die muss ich mal ausprobieren. Ich wollte schon immer mehr Grün in meinen Raum bringen. Außerdem verleihen sie jedem Raum eine beruhigende Atmosphäre. Es ist, als würde man ein Stück Natur ins Haus holen. Ich habe gehört, dass Pflanzen sogar die Stimmung heben und Stress reduzieren können. Es ist wahr. Sich um sie zu kümmern, kann auch eine therapeutische Tätigkeit sein. Ich bin verkauft. Ich fange mit ein paar Pflanzen an und schaue, wie es läuft. Lektion 21: Faule Sommertage. Manchmal ist es schön, einfach im Gras zu sitzen oder auf dem Rücken zu liegen und in die Wolken zu schauen. Sommertage sind faule Tage. Wir müssen uns um nichts beeilen oder uns Sorgen machen. Es ist die perfekte Zeit, um sich zu entspannen und die einfachen Dinge des Lebens zu genießen. Ich liebe es, wie sich die Tage länger anfühlen und wir mehr Zeit zum Entspannen haben. Haben Sie Lieblingsaktivitäten im Sommer, die Ihnen beim Entspannen helfen?
Ein Buch unter einem Baum lesen oder ein Picknick im Park machen sind meine Lieblingsbeschäftigungen. Die klingen perfekt. Ich höre gerne Musik oder mache ein Nickerchen im Schatten. Es geht darum, langsamer zu werden und den Moment zu schätzen. Machen wir das Beste aus diesem Sommer. Diese Jahreszeit hat etwas Magisches. Lektion 22, Dorfleben. Ich bin in einem Ort namens Dorf aufgewachsen. Mein Dorf war von vielen Bauernhöfen und Seen umgeben. Das klingt so friedlich. Wie war es, dort zu leben? Es war ruhig und eng verbunden. Jeder kannte jeden und das Leben verlief langsamer. Ich kann mir vorstellen, wie schön es gewesen sein muss, vor allem mit all der Natur rundherum. Es war. Ich habe viel Zeit damit verbracht, die Felder zu erkunden und in den Seen zu schwimmen. Vermisst du das Leben dort oder bevorzugst du jetzt die Stadt? Ich vermisse die Einfachheit und den Bezug zur Natur, genieße aber auch die Möglichkeiten, die die Stadt bietet. Es ist schön, beide Welten erlebt zu haben. Jedes hat seinen eigenen Charme. Absolut. Mein Dorf wird sich immer wie ein Zuhause anfühlen, egal wohin ich gehe. Lektion 23, Suche nach Versöhnung. Mit vielen unserer asiatischen Freunde ist es uns noch immer nicht gelungen, uns zu versöhnen. Das ist eine schwierige Situation. Offene Kommunikation ist der Schlüssel zur Lösung von Konflikten. Ich stimme zu. Es ist wichtig, einander zuzuhören und die Perspektiven des anderen zu verstehen. Manchmal braucht es Zeit und Geduld, um Vertrauen wiederherzustellen und Beziehungen zu verbessern. Glauben Sie, dass kulturelle Unterschiede bei diesen Herausforderungen eine Rolle spielen? Das ist möglich, aber gegenseitiger Respekt und Empathie können diese Lücken schließen. Ich werde weiterhin versuchen, Kontakte zu knüpfen und Gemeinsamkeiten zu finden. Das ist die richtige Einstellung. Kleine Schritte können zu sinnvollen Fortschritten führen. Danke für die Ermutigung. Ich hoffe, dass wir einen Weg nach vorne finden können. Lektion 24, den Ansturm vermeiden. Ich habe versucht, den Ansturm im Supermarkt zu vermeiden, indem ich später am Abend dorthin gehe. Das ist ein guter Punkt, aber ich finde, dass es noch besser funktioniert, wenn man früher am Morgen losgeht. Wirklich? Ich werde versuchen, das nächste Mal früher zu gehen. Es ist viel ruhiger, wenn es nicht überfüllt ist. Genau. Sie können sich Zeit nehmen und sich nicht von anderen Käufern gehetzt fühlen. Haben Sie weitere Tipps, um Besorgungen stressfreier zu gestalten? Ich erstelle gerne vorher eine Liste, damit ich genau weiß, was ich brauche. Das ist klug. Ich vergesse immer etwas, wenn ich es nicht aufschreibe. Das spart Zeit und hilft Ihnen, konzentriert zu bleiben. Außerdem ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie unnötige Dinge kaufen. Danke für den Rat. Ich werde es versuchen und sehen, wie es läuft. Lektion 25, Einkaufen für das Nötigste. Großartig, lass uns gehen und uns holen, was wir brauchen. Wir sollten uns auch etwas Lesematerial besorgen, während wir unterwegs sind. Das ist eine gute Idee. Ich wollte mir schon seit einiger Zeit ein neues Buch zulegen. Haben Sie bestimmte Titel im Sinn oder stöbern Sie nur? Ich denke darüber nach, einen Kriminalroman zu bekommen. Etwas, das mich fesselt. Ich liebe auch Krimis. Vielleicht können wir uns gegenseitig Bücher empfehlen, wenn wir fertig sind. Das klingt lustig.
Es ist immer schön, eine gute Lektüre mit jemandem zu teilen. Gehen wir erst einmal in die Buchhandlung, dann können wir den Rest unserer Besorgungen erledigen. Perfekt. Ich bin gespannt, was Sie auf Lager haben. Ich auch. Ein gutes Buch kann den Tag so viel schöner machen. Lektion 26: Internationales Fahren. Ich habe darüber nachgedacht, für meine Reise einen internationalen Führerschein zu bekommen. Dies ist in der Regel erforderlich, wenn Sie planen, in einem anderen Land zu fahren. Gut zu wissen. Wie wäre es mit einer Versicherung? Soll ich das auch bekommen? Definitiv. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen, insbesondere an unbekannten Orten. Haben Sie Empfehlungen für zuverlässige Versicherungsanbieter? Ich habe Gutes über einige Unternehmen gehört, die sich auf Reiseversicherungen spezialisiert haben. Ich werde mir das ansehen. Es ist wichtig, alles zu klären, bevor ich gehe. Absolut. Eine vorausschauende Planung kann Ihnen später viel Stress ersparen. Danke für den Rat. Ich fühle mich schon besser vorbereitet. Lektion 27: Verloren und gefunden. Hallo, ich habe etwas in meinem Zimmer verloren. Können Sie mir bei der Suche helfen? Natürlich. Was versuchst du zu finden? Es ist eine kleine silberne Halskette. Ich glaube, ich habe es vielleicht auf der Kommode liegen lassen. Schauen wir zunächst dort nach. Manchmal bewegen sich Dinge, ohne dass wir es merken. Ich habe überall gesucht, aber es ist nirgends zu finden. Mach dir keine Sorge. Wir werden Ihre Schritte zurückverfolgen und sehen, ob wir es entdecken können. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe wirklich, dass wir es finden können. Kein Problem. Es ist immer frustrierend, etwas Wichtiges zu verlieren. Ich werde von nun an vorsichtiger mit meinen Sachen sein. Lektion 28: Wesentliches Organisieren. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, eine gute Haltung beizubehalten. Wie wäre es mit der Organisation meiner wichtigsten Dinge? Wie kann ich das besser machen? Beginnen Sie damit, ähnliche Gegenstände aufzuräumen und zu gruppieren. Dadurch ist alles leichter zu finden. Das macht Sinn. Haben Sie Tipps, wie Sie langfristig Ordnung halten können? Verwenden Sie Aufbewahrungsbehälter oder Schubladenteiler, um alles an seinem Platz zu halten. Das werde ich versuchen. Ich habe das Gefühl, dass ich ständig Dinge verliere, weil sie nicht organisiert sind. Auch eine Kennzeichnung kann hilfreich sein. Es ist ein kleiner Schritt, der einen großen Unterschied macht. Das ist eine tolle Idee. Ich fange an meinem Schreibtisch an und arbeite mich durch das Haus. Gehen Sie Schritt für Schritt vor. Organisation ist ein Prozess, keine einmalige Aufgabe. Danke für den Rat. Ich bin bereit, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Lektion 29: Hockey versus Fußball. Hockey ähnelt in mancher Hinsicht dem Fußball, aber im Gegensatz zum Fußball wird beim Hockey kein großer Ball verwendet. Das stimmt. Beim Hockey wird ein Puck verwendet, der viel kleiner ist und auf dem Eis gleitet. Es ist faszinierend, wie verschiedene Sportarten ähnliche Regeln, aber einzigartige Ausrüstung haben können. Ich denke, die Geschwindigkeit des Eishockeys macht es wirklich spannend, es anzusehen. Haben Sie eine Lieblingsmannschaft oder einen Lieblingsspieler? Ich bin ein Fan der lokalen Mannschaft. Ihre Spiele sind immer intensiv und es macht Spaß, ihnen zuzusehen.
Ich war noch nie bei einem Eishockeyspiel, würde es aber gerne eines Tages erleben. Du solltest. Die Atmosphäre in der Arena ist elektrisierend. Ich werde es zu meiner Bucketlist hinzufügen. Das klingt nach einer tollen Möglichkeit, einen Abend zu verbringen. Lektion 30, Spa-Behandlungen. Ich habe darüber nachgedacht, einige Spa-Behandlungen auszuprobieren. Das hört sich großartig an. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Vergessen Sie nicht, vorher zu reservieren. Guter Punkt. Ich rufe vorher an, um sicherzustellen, dass ich einen Platz bekomme. Es ist immer besser, frühzeitig zu buchen, insbesondere bei beliebten Behandlungen. Habt ihr Empfehlungen, was ich zuerst ausprobieren sollte? Eine Massage oder Gesichtsbehandlung ist ein guter Anfang. Sie entspannen und regenerieren. Das klingt perfekt. Nach einer anstrengenden Woche könnte ich etwas Entspannung gebrauchen. Gönnen Sie sich etwas, Sie haben es verdient. Lass mich wissen, wie es läuft. Ich werde. Danke für den Vorschlag. Ich freue mich darauf. Lektion 31, Anlagestrategien. Ich denke, wir sollten über einige Anlagestrategien nachdenken. Absolut. Was haben Sie im Sinn? Vielleicht können wir in Kooptimierung investieren. Das klingt interessant. Kannst du es etwas erklären? Sicher. Der Schwerpunkt liegt auf der Maximierung von Ressourcen und der Minimierung von Verschwendung. Das ist ein kluger Ansatz. Es kommt sowohl der Umwelt als auch unseren Finanzen zugute. Genau. Zusammenarbeit kann auch zu besseren Ergebnissen führen. Haben Sie Unternehmen gesehen, die dies erfolgreich tun? Ja, einige Technologieunternehmen sind führend. Lektion 32, Besprechungsvorbereitung. Sind Sie mit den Vorbereitungen für das Treffen morgen fertig? Ja, ich habe mit den Bedenken gerechnet und Antworten vorbereitet. Toller Gedanke. Haben Sie die Präsentationsfolien mitgebracht? Das habe ich. Ich habe darauf geachtet, alle wichtigen Punkte anzugeben. Perfekt. Dies wird dazu beitragen, die Diskussion fokussiert zu halten. Genau. Ich möchte, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Und das wird das Treffen viel produktiver machen. Ja, ich bin jetzt zuversichtlich. Großartig. Lasst uns noch einmal alles Revue passieren lassen, bevor wir gehen. Lektion 33, Diskussion zum Klimawandel. Hallo. Haben Sie die aktuellen Nachrichten zum Klimawandel verfolgt? Ja, es ist alarmierend, wie schnell sich die Dinge ändern. Ich weiß. Es regt einen wirklich zum Nachdenken über unser Handeln an. Absolut. Wir alle müssen mehr Verantwortung übernehmen. Was sind Ihrer Meinung nach die effektivsten Lösungen? Ich glaube, dass Bildung der Schlüssel ist, um etwas zu bewirken. Das ist ein guter Punkt. Je mehr Leute es wissen, desto besser. Genau. Und wir sollten auch nachhaltige Praktiken fördern. Vereinbart. Es ist eine gemeinsame Anstrengung, auf die wir uns konzentrieren müssen.